Als Junge wollte ich eigentlich Raumfahrer werden. Später sah ich, dass Kunst sehr viel mit Raumfahrt zu tun hat. Eigentlich mehr Raumfahrt ist als ein Astronaut. Dann wurde ich Künstler. Meine Arbeiten und Installationen sind weltweit gezeigt worden, die zum Teil sehr viel schon gereist sind, die immer wieder auf großen Ausstellungen waren. Ich habe zweimal auf der Documentaries ausgestellt, ich war zweimal auf der Biennale in Venedig. Ich habe in zahlreichen internationalen Museen meine Installationen zeigen können. Ich bin Ugo Dossi, ich bin bildender Künstler und wir sind hier in meinem Atelier. Meine Arbeit kreist um Sinnliches und Übersinnliches, um Kollektives und um Überpersönliches. Kunst ist ein Werkzeug der Telepathie. Auf das würde ich so gerne wieder zurückkommen, denn das zu erinnern heißt erinnern, was die Kunst überhaupt tun soll. Staunen ist ein sehr wichtiges, emotionales Element. Ich glaube, ohne Staunen wären wir alle tot. Das erste Staunen beginnt sicherlich mit der Geburt. Oh, was ist jetzt los? Staunen. Ich kann mich so genau erinnern, als ich das erste Mal mein Staunen vor dem Nachthimmel wahrnahm. Ich war auf dem Schaukelstuhl meines Großvaters geschaukelt, habe zu viel Schwung gehabt und bin irgendwann umgefallen nach hinten, ganz langsam, und lag dann unter dem wilden Wein und über mir war eine große Lücke und damit habe ich zum ersten Mal bewusst den Nachthimmel gesehen. Und seitdem staune ich jedes Mal, wenn ich den Nachthimmel betrachte. Es ist wie ein Ruf aus dem Unendlichen und man nimmt es wahr, obwohl es nur kleine Lichtpunkte sind. Dieses Bild der Welt löst immer ein Staunen aus. Staunen ist sicherlich eine Form von Trance. Mit all meinen Arbeiten möchte ich ein ähnliches Staunen oder, wenn man so will, eine ähnliche Trance auslösen im Betrachter. Oh ja, ach. Wenn es mir gelingt, diesen Reflex zu berühren, dann hat alles gepasst. Ein Vexierbild. Es kippt vom Weißen ins Schwarze und zurück. Hier zum Beispiel ist ein Zwerg. Der küsst den Hund, der ist weiß. Und hier dieser Baum mit dem Ast, aus dem eine nackte Frau wird, die geschlagen wird von diesem Bösewicht. Kinder, die den Bösewicht erkennen, der die Frau auf den Kopf schlägt, freuen sich darüber, dass sie ihn gesehen haben. Hier ist eine Blume, die einen Kuss zeigt, mit einem Totempfahl, der eine Figur hier freilässt, eine Frau mit einem Stab, die dirigiert. Und. Ich will dem nicht vorgreifen, aber es geht um das Spielen und um das Kippen. Und das Kippen
ist ein lustvoller Vorgang. Es sind so viele experimentelle Phasen in meiner ganzen Arbeit. Und ich wünsche es mir auch so, denn nur da kann ich staunen. Und eine der Sachen, die sich immer durchgezogen haben, seit 35 Jahren jetzt, und das ist ziemlich lang, glaube ich, ist das automatische Zeichnen. Ein Zeichnen, das nicht bewusst gesteuert ist. Dies hier ist mein Zeichenkabinett. Hier entstehen die wichtigsten Rohmaterialien für alle meine Gestaltungen. Sie entstehen unwillkürlich und ohne bewussten Zugriff. Damit glaube ich dem mehr. Denn alles, was absichtlich kommt, ist gerne verlogen. Zeichnungen, die unbewusst entstehen, haben die Wahrscheinlichkeit, dass sie unvorbereitet kommen und etwas mitbringen, das vorher nicht vorstellbar war. Man zeichnet mit beiden Händen. Auch das ist sehr wichtig, denn die beiden Gehirnhälften, die doch sehr unterschiedlich sind, die zusammenzubringen, ist schon ein wichtiger Vorgang. Keiner hat Vorrang. Und wenn keiner Vorrang hat, kann sich auch keiner vordrängen. Und das Zeichnen als Vorgang hier kann nicht abgebrochen werden, denn man setzt nicht ab. Die Linien hier laufen immer weiter. Keiner weiß, wohin es dann läuft. Und hinterher schaut man und ist erstaunt, was ist denn daraus geworden? Ich weiß es nie. Ich weiß es auch jetzt nicht. Und vielleicht wird gar nichts. Aber sehr oft wird sehr, sehr Spannendes daraus. Und alle diese Zeichnungen hier sind ausgewählte Zeichnungen aus vielen Tausenden, die mittlerweile gesammelt wurden. Ein König und eine Königin an den Kronen. Das ist eine verrückte Zeichnung, fantastisch verkürzt. Eine Chirogamie, eine heilige Hochzeit. Ist das nicht eine erstaunliche Zeichnung? Es sind zwei Türme und zwei Flugzeuge, die darauf zufliegen. Das ist eine Zeichnung, die als Projektion im Katalog der Documenta 8 war. Eine Zeichnung von 1985, die sich hinterher herausstellte als mögliches Orakel für den 11. September. Es ist die Basiszeichnung für den Kuss. Hier sieht man, wie das Motiv entstanden ist, erweitert, denn diese beiden küssenden Gesichter schweben zwischen 4 Stühlen. Die habe ich dann weggelassen bei der Verkürzung, aber in der Form habe ich sie projiziert in der Biennale in Venedig, ich glaube 86 oder so. Das automatische Zeichnen ist nach wie vor das Bergwerk, aus dem ich die allermeisten Inhalte hole, die dann in anderer Form in den Arbeiten auftauchen. Und es ist für mich immer wieder ein Abenteuer, eine Zeichenseance zu beginnen, mit Bekannten, mit Freunden, auch mit Studenten, mit einer Gruppe, die ein Kollektivum bildet und das gemeinsam unabgesprochen Inhalte auftauchen lässt, sichtbar werden lässt in Form einer Zeichnung. Und in sehr vielen der Arbeiten bilden diese automatischen Zeichnungen
die monumentale Kürzel darstellen, eine eigene Bedeutungsebene, die über andere Ebenen überlagert ist. Eine Zeichnung aus 1975, glaube ich, also sehr früh, die für mich auch einen Anfang gezeigt hat. Es ist ein Embryo aus einem Strich. Und das war eine der ersten Zeichnungen, die mir gezeigt haben, dass diese automatischen Zeichnungen magische Objekte sind. Denn sie tragen Inhalte, die vorher, vor dem Zeichnen, nicht im Raum standen. Sie kamen erst als Zeichnung in die Wahrnehmbarkeit. Das hat für mich den Anfang gemacht für eine gesamte Entwicklung. Nach dieser Zeichnung habe ich das Gerät entwickelt, mit dem alles andere weitergegangen ist. Mit dieser Zeichnung, mit diesem Embryo, hat dieser ganze Bereich des Zeichnens erst richtig begonnen. Es ist eine geknüllte Zeichnung. Und diese Zeichnung zu entfalten, ist ein eigener Prozess, der auch das Sehen öffnet. Das schaut auch dann geknüllt aus. Es ist ein Objekt, ein Gegenstand. Und dieser Gegenstand hat natürlich auch seine Faszination. Es ist ein Auto, das wegfährt von einem Abgrund, in das Sichere fährt. Und das war eine Zeichnung, die wir als Orakel haben entstehen lassen, auf die Frage, wohin sich gerade ein Prozess bewegt. Wunderbar. Weg vom Abgrund, hin ins Feste, mit Licht, mit Erleuchtung. Was will man mehr? Das ist ein Phänomen, das die Surrealisten sehr schnell erkannt haben. Sie nannten es das automatische Schreiben, die Écriture automatique, wo ein Automatismus Inhalte sichtbar macht, an die vorher niemand gedacht hat. Befreit vom linearen Denken. Ein Wirbel, der in die Tiefe geht und eine Mitte hat. Ist Gold nicht ein seltsames Element? Wie viele Sonnen mussten explodieren, zur Nova werden, damit das Material überhaupt entstehen konnte? Und wie kam es dann auf unserem Planeten und in meine Hand? Gold ist ohnehin ein großes und wunderbares Missverständnis. Die Alchemisten versprachen, Gold zu erzeugen. Was sie meinten, war etwas Unvergängliches, wahrscheinlich Bewusstheit. Passt in die Hand. Es ist der Abdruck des Inneren der Hand, ein Inhalt. Auf Französisch heißt das, was man in der Hand hält, maintenant, jetzt. Also ist das Gold in dem Fall, der Inhalt ist ein Jetzt. Das Jetzt ist unvergänglich. Wie man das hält, so prägt es sich. Ich kann merken, dass das Tarot wirklich etwas Prägendes auch hat, wenn man anfängt, sich darin zu vertiefen. Du findest allmählich die Architektur und auch die Bezüge, die entstehen, als große Form. Es ist ein Metaspiel. Alles, diese Wand ist ein einziges Bild. Und der Schlüssel ist diese Karte, die Welt, die auch so heißt, mit den 4 Elementen außenrum. Der Adler ist natürlich die Luft. Das Grüne ist das Wasser. Stier, die Erde. Feuer ist der Löwe. Und diese Figur, die wie in einem Hamsterrad das Ganze bewegt, diese Figur, ein Zwitter, nicht dies, nicht jenes. Die Gegensätze heben sich auf dabei. Die Schlange, die sich selber in den Schwanz frisst und dabei größer wird.
obwohl sie sich verkürzt. Was ist mein Lieblingsbild? Das ist sehr schwer zu sagen. Ein Lieblingsbild, das immer wieder vorsticht, ist der Mond hier. Ich finde es so voll geladen mit poetischer Kraft. Das träumende Gesicht, die bellenden Hunde und die aufgerissene Erde, wo darunter das innere Wasser ist, der Untergrund, der in Resonanz steht mit dem Mond. Die Befreiung, die aus den Gräbern kommen und sehen, es gibt eine Möglichkeit zu fliegen, man kann frei sein. Oder hier die Ahnung, die Frau mit den beiden Schlüsseln und dem Raubtier zwischen den Füßen, als Allegorie. Das ist ein erotisches Bild. Oder die Sterne, die uns etwas ergießen. Eine wunderbare Erzählung, worauf hier der Schmetterling auf der Rose und hier der Rocken wächst. Und die Befreiung. Das Künstliche hält nicht lang. Das künstlich Aufgebaute, der Turm, wird vom Blitz getroffen, der aus der Tiefe kommt. Hohe Türme ziehen Blitze an. Ein Sprichwort. Und wenn der zerspringt, ist keine Tragödie. Er befreit sich. Und das hier ist wirklich ein Lieblingsteil, weil ich an dem so lang gearbeitet habe. Die Interferenz vom Auflösen sämtlicher Polaritäten. Nicht männlich, nicht weiblich, nicht jung, nicht alt. Licht, das kommt von oben und das alles durchströmt, als Erzählung sehr, sehr dicht. Und was ist nicht dicht? Als Erzählung. Ich glaube, es genügt, wenn man die Bilder auf sich wirken lässt. Das hier heißt der Verliebte. Und es ist passenderweise die Sechs. Mit den Pfeilen von Amor, der ist schon getroffen und ist in einem Spannungsfeld, an einem Scheideweg. Geht er nach rechts, geht er nach links. Mit beiden geht's nicht mehr, dann käme er in den Spagat. Die Kraft. Der Kraft fällt alles leicht. Ein Mädchen, noch keine Frau, ein Mädchen, das dem Löwen ohne jede Anstrengung das Maul aufreißt. Auf dem Kopf dieser Hut mit der Schleife der Unendlichkeit. Hier der Schatten, der ein eigenes Bild macht, eine Projektion von sich selbst auf den Untergrund. Auf dem Weg zum Künstler bin ich durch viele Bereiche gewartet, buchstäblich. Parapsychologie hat mich sehr interessiert. Davon war ich fasziniert, weil es aus dem Rahmen, den ich kannte, hinausging. Alle Metawissenschaften haben mich fasziniert. Irgendwie sind auch alle eingeflossen. Eine Zeit lang habe ich auch geglaubt, daran zu glauben. Mittlerweile weiß ich, dass das alles anders ist. Immerhin. Es hat alles was gebracht. Ich bin sicher, dass in dem Fall das Tarot oder alle Sachen, die ähnlich funktionieren, in Kontakt stehen mit dem kollektiven Unbewussten. Sie sind ein Ausdruck des kollektiven Unbewussten. Es hat darin eine Form gefunden. Und unser kollektives Unbewusstes wandelt sich ständig. Und damit werden auch die Inhalte, die wir hineinprojizieren, sich ändern. Und mit der Veränderung
der Inhalte, die wir in der Lage sind, darin zu erkennen, werden wir diesen oder jenen Aspekt auch wieder bestärkt reinzeichnen. Also im Durchlauf von 800 Jahren etwa sind hier sehr viele Veränderungen vorgegangen, die damit zu tun haben, dass die Welt in den Augen der sie wahrnehmenden Menschen sich geändert hat. Und damit ändern sich auch die Bilder, die dies zeigen wollen. Und viele der Veränderungen, die immer noch drin sind, die betreffen uns auch gar nicht mehr. Darum kann man die auch entfernen. Also viel Fundamentales, Religiöses, das für uns keine Bedeutung mehr hat, kann man wirklich rausnehmen. Auch negative Ängste, die man hineingesetzt hat, wie zum Beispiel in den Teufel. Wo haben wir denn? Da ist er. Der Teufel, der immer Angst gemacht hat und Angst machen sollte, der aber nichts anderes ist als die organische Lebenskraft. Es ist der Eros, es ist Pan, es ist, ja, auch als Bild ist es letztlich der Pan, der Gott des Lebendigen. Wirbel ist immer eine Metapher. Es ist der Wirbel in mir und der Wirbel in mir, den erkenne ich in einem Wirbel, den ich außen sehe. Darum erzeuge ich Wirbel, um zu erinnern, dass in uns etwas wirbelt und dass der Wirbel einen Raum öffnet, eine Oberfläche aufschließt und eine Tiefe sichtbar macht. Das ist der Wirbel. In verschiedensten Formen und in geometrischer Form scheinbar, denn das ist kein Wirbel. Es sind nur konzentrische Kreise, die sich in der Wahrnehmung als Wirbel zeigen. Aber Wirbel darf sich in allen Formen zeigen. Ein Wirbel im Raum, ein doppelter Wirbel, der zweimal durch sich hindurch geht und sich von zwei Seiten wieder aufbaut. Eine Form, die aus sich heraus entsteht, durch Umstülpung. Das ist die Gestaltung aus zwei Wirbeln. Jenes Bildelement, das ich seit vielen Jahren verwende als Logo für meine Arbeit insgesamt, besteht aus drei Elementen. Das ist die Weiterführung von dem hier. Vielleicht ist es gar nicht unwichtig zu erzählen, wie ich überhaupt darauf kam, auf die Karten. Ich glaube, dass jeder, der sich in der Kindheit oder Jugend mit dem großen Fragezeichen, was ist Magie, beschäftigt hat, wird früher oder später über diese Werkzeuge kommen, denn sie tauchen in jeder Literaturform immer wieder auf. Und was man dabei merkt, ist, dass es überwiegend Unsinn ist, was dabei kommt. Es trägt so viele Möglichkeiten, dass es das Denken übersteuert und wo Blödheit ist, wird Blödheit sichtbar. Und wo mehr ist, wird unendlich vieles sichtbar. Es ist eine Struktur unseres Denkens, dass wir gewohnt sind, in Allegorien zu denken. Und genau diese Allegorien sind in einer Prozession hier aneinandergereiht. Eine Überschneidung von allegorischem Denken und mathematischen Bildern. Mathematik ist was Wundersames, voller Schönheit, das sich so weit löst vom Rationalen. Es gibt kaum etwas transrationaler als die Mathematik. Ich hatte die Gelegenheit, für die Documentaries eine Arbeit zu machen über Weltmodelle.
Das habe ich mathematisch gemacht. Mit einem Freund, der Mathematiker war, bei Max Planck, der Zugang zum großen Rechner hatte. Dafür entstand ein Modell des Feldes, in dem das Denken stattfindet. Das war mir damals sehr wichtig. Das Ferro hat ein System, ist aber selbst kein System. Das Ferro sind 22 Allegorien, ganz klassische Allegorien, die aus der Antike bis zu uns gekommen sind und die bereits Anteil unseres allegorischen Denkens sind. Aber die Art, wie sie zusammengefügt sind, lassen ein System erahnen, das dahinter steckt, eine Art große Architektur. Und genau diese Architektur hat mich immer fasziniert. Es geht nicht um die Karten oder was man damit machen kann oder ob die Hausfrau auch noch ein paar Spielkarten hat und damit sich die Zukunft auslegt. Es geht um einen großen Bogen des Denkbaren, das alles in diesen Stationen festgehalten worden ist. Deshalb habe ich die Sachen hier auch in dieser Form montiert. Es ist ein einziges Bild zum Beispiel. Es sind Weltmodelle. Die 21. Karte zum Beispiel des Tarots, die ist in dem Fall ganz außen, ganz rechts außen. Das ist die Welt. Die hat den Zahlenwert 21. Und die Arbeiten hier sind alles so angeordnet, dass sich die beiden, die obere und die untere, addieren auf 21. Also es ist die 1 hier und die 20 unten. Oder die 2 oben und die 19 unten. Die zusammen 21 bilden. Also, in Anführungszeichen, die Welt. Wie wir wissen, die Welt gibt es nicht. Die Welt ist ein mentales Konstrukt und ist die Gesamtheit aller Eindrücke, die wir haben. Das nennen wir Welt. Und jeder hat seine eigene Welt, weil jeder seine eigene Begrenzung hat an Wahrnehmungen. Außerdem, die Welt entsteht im Moment ihrer Wahrnehmung. Ob sie vorher noch existierte oder danach weiter existieren wird, wir wissen es nicht. Nur in der Phase, wo wir es wahrnehmen, im Moment ihrer Wahrnehmung, entsteht die Welt.
Und das Tarot als System oder als Ansammlung von Denkmodellen, von Allegorien, ist ein bisschen wie ein Schuhlöffel. Ja? Es hilft, dass man in den Schuh reinkommt, um damit die Welt wahrzunehmen. Im Tarot sind es lauter Abläufe, die in Triadenschritten, in Dreierschritten durchgehen. 1 ist das Aktive, 2 ist das Passive, 3 ist das Spiel. Die 4 ist wieder ein Anfang, ein Aktives. 5 ist passiv, 6, in dem Fall die Liebe, ist das Spiel. Also es sind Qualitäten eingebaut, die auch emotional in uns wirken und die genau diesen Dreierschritten zu entsprechen scheinen. Für mich war sehr spannend die Vorstellung, die die Topologie eingebracht hat. Eine mathematische Darstellung von Flächen und Formen mit Bedingungen, die dabei entstehen. Es ist eine Form von Dreieinigkeit. 3 Formen, wo aus der ersten Form die zweite herauskommt, aus der die dritte entsteht, die wiederum der Anfang für die erste war. Es sind 3 kleinsche Flaschen, die kein Innen haben und kein Außen und die sich ineinander umstülpen und aus 3 verschiedenen Elementen eine Ganzheit aufkommen lassen. Ich nenne es mein Logo. Dabei ist es unabhängig von Logo eine autonome Arbeit. Es ist eines meiner wichtigsten Bilder. Es sagt aus, wie ich verstehe, dass aus 3 verschiedenen Elementen ein Ganzes zustande kommt. Dieses hingegen kam zustande mit Lunardon, ein wunderbarer Glasbläser. Seitdem habe ich die Schnittform davon als eigenes Zeichen genommen. Und ich sehe, dass jeder, der sich hineindenkt, zu einem ähnlichen Punkt kommt, nämlich, oh, hier hört das Denken auf. Und an diesen Punkt hinzuführen, an dem das gewohnte Denken aufhört, ist aus meiner Sicht eine der wichtigen Aufgaben von Kunst. Kunst muss das Denken dahin bringen, wo es anders anfängt, also das Alte aufhört. Leider im Laufe der Zeit haben alle Sachen Überkrustungen gekriegt. Und eine der ersten Sachen, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, war, man muss sie etwas bereinigen, wieder zu den Inhalten zurückbringen, die eigentlich drinstecken. Eigentlich war es wahrscheinlich eine sehr subversive Erfindung, denn viele dieser Inhalte waren nicht kompatibel mit der Zeit im 13. Jahrhundert, als die zum ersten Mal aufkamen. Dass ein Papst aufkommt und daneben eine Päpstin und dass der Papst nicht ganz vorne groß ist, sondern an der 5. Stelle erst auftaucht und dass die wichtigen Sachen danach kommen, das konnte nicht allen recht sein. Der Geschichte nach kamen diese Allegorien als Trümpfe in das Spiel. Ein Triumphzug waren die großen Wegen, die bei einem großen Sieg zur Feier gezogen wurden. Wie im Faschingszug, dem Karnevalszug, waren Situationen aufgestellt. Und denen entsprechen diese Situationen, die hier sind. So gesehen ist so ein Packen Karten ein Taschenmuseum. Ein Museum, in dem Inhalte tragbar geworden sind, die sonst in einem riesigen Triumphzug durch die Städte in Norditalien und Mittelitalien gezogen waren, um etwas zu feiern. Dazu muss ich sagen, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort in den italienischen Alpen, wo die Tradition der Totentänze bis vor 100 Jahren noch gültig war, wo an die Außenwand
der Kirchen, die zum Friedhof hin geöffnet sind, Bildbände gemalt wurden, die einen Totentanz darstellten, traditionell so aufgebaut. Links außen ist der Tod auf einem Thron, entweder mit Geige oder mit Flöte oder mit Dudelsack. Hinter ihm seine Assistenten mit Pfeil und Bogen und dann kommt eine Prozession, die von rechts nach links läuft. Ganz vorne sind die Reichen und Starken, der Papst, der König und so weiter, alle schon mit einem Pfeil. Sie tanzen jeweils mit einem Gerippe. Und dann kommen die Kranken und die Schwachen und ganz am Schluss kam ein kleiner Junge mit einem Kindergerippe, mit dem er tanzte. Ich muss dazu sagen, ich habe an Allerheiligen Geburtstag und es war gewöhnlich so, dass ich meinen Geburtstag auf dem Friedhof verbringen durfte, denn man ging zu Allerheiligen auf den Friedhof. Es hat immer geschneit, es war ein Gebirge. Ich habe mich gefragt, wieso mein Geburtstag, wieso muss ich da auf den Friedhof gehen? Es hat mir vieles gegeben, ich habe vieles über Bilder verstanden, denn in meiner Verzweiflung und Langeweile habe ich mich immer an diesen Totentänzen festgehalten und habe verstanden, was es macht und was es erzählt und auch was es erzählen sollte. Das war eine Arbeit, die mir sehr am Herzen lag. Ich habe sie gemacht, als meine Mutter starb. Das ist der Totentanz, die Danse Macabre, eine fiktive Raumfahrt, wie man ja erkennen kann, tief in den freien Raum hineinfliegend. Das merkt man daran, weil die Sterne an einem vorbeifliegen. Und aus der Tiefe kommen einzelne Bilder, eben unterschwellige, subliminale Bilder, einem entgegengeflogen, wie in einem Zoom. Als meine Mutter starb, war es für mich klar, ich muss auch einen Totentanz machen, den ich ihr zu Ehren mache. Und er musste anders sein und es wurde damit eben ein unterschwelliger Totentanz mit unterschwelligem Soundteil, der sehr, sehr intensiv ist. Und das war die direkte Folge bei der Präsentation auf der Documenta 8, bei der ich zum ersten Mal subliminale Bildelemente als innovatives künstlerisches Medium präsentierte. Ein tragbares Museum, ein Hosentaschenmuseum, das sich von der Spielsucht, vom Spielteufel hat man gesagt, produzieren lässt und sich selbst verteilen lässt. Das große Publikum hat es gefunden von Marseille aus, weil die Matrosen, die von dort aus losgefahren sind, nahmen dann die Spielkarten mit auf das Schiff und damit kam das in die ganze Welt. Aber natürlich die Karten von Marseille, wie sie heißen, sind die Karten, die wahrscheinlich in Bologna oder in Ferrara entstanden sind. Und in Marseille kamen sie erst im 17. Jahrhundert. Dagegen schon im 14. Jahrhundert gab es Verbote, in Florenz zum Beispiel, damit zu spielen. Viel früher konnte es nicht sein, denn viel früher gab es keinen Karton, da gab es auch keine Spielkarten. Mit dem Papier und mit dem Papierdruck entstand die Möglichkeit, diese Allegorien in Taschenform zu bringen und in die ganze Welt auszusenden. Wenn es beabsichtigt war, dann wäre es genial, aber auch so es zu spielen und es zu ermöglichen, dass es so weit kam, war aus meiner Sicht eine große Sache. Hauptsächlich mache ich direkt Visuelles, mit dem Unsichtbares angedeutet werden soll. Das eigentliche Bild soll nicht das sein, sondern das, was von dem Bild im Betrachter ausgelöst wird.
Staunen ist ein zentrales Wahrnehmungsmodell. Faszination heißt ja Bündelung, dass die Aufmerksamkeit gebündelt wird, konzentriert wird auf einen Punkt. Und das hat einen fast mechanischen Ablauf, also einen mechanischen, einen wissenschaftlich erfassbaren, ganz rationellen Ablauf. Damit wird auch die Faszination zu einem Werkzeug. Ich glaube, eines der wichtigsten Werkzeuge, das man hat, ist zu faszinieren. Die Aufmerksamkeit also zu bündeln. Dazu gehören natürlich auch die großen Geometrien, wie hier der Dodekaede in der Mitte, ein Bild der pythagoreischen Urkörper. Es ist der komplexeste der pythagoreischen Körper. Es sind 12 Fünfecke, die sich zusammenfalten und dabei ein Volumen bilden. Ein Volumen, das viele Kosmologen jetzt als eine ähnliche Faltelung der Geometrie des gesamten Raumes bezeichnen. Und es war Wilhelm Reich gewidmet, dem Entdecker des Orgons, der Substanz, die frei wird in hohen Erregungszuständen, in dem Fall im Orgasmus. Und so entstand eine Arbeit, die zwischen Skulptur und Weltmodell und Geometrie sich bewegte. Aus meiner Sicht ein sehr poetischer Anfangspunkt, denn der Embryo ist etwas, das wir nicht sehen. Es ist eigentlich das Geheime, aber jeder von uns hat so begonnen. Und sich darin wiederzuerkennen, ist immer ein ein Finden. Und damit wieder zurück zu dem, was ich glaube, dass die Aufgabe ist von jeder Form von Kunst. Nämlich, die Bewusstheit dahin zu bringen, wo sie vorher nicht war. Ein Stück weiter in die Tiefe. Und dass die Oberfläche nur ist, weil darunter eine Tiefe ist. Oberfläche für sich kann es nicht geben. Diese pharaonische Haltung, die über allem schwebt und sich mit nichts identifiziert, ist für mich etwas sehr, sehr Kostbares. Also den Betrachter mit dieser inneren Haltung in Kontakt zu bringen, ist Aufgabe dieser ganzen Serie gewesen. Wir sehen hier eine Physiognomie. Es ist Nefertiti, die Personifizierung der Vollkommenheit in Ägypten. Es ist ein Frauengesicht mit der pharaonischen Abgehobenheit, die über allem schwebt. Auch wenn die Augen hier fehlen, sie schaut, sie fokussiert. Und darüber, als zweite Wahrnehmungsebene, liegt eine automatische Zeichnung, ein Embryo. Eine zweite Haltung, die mir sehr wichtig ist, ist die verbindliche Haltung des Buddhas, des Mitleidens. Mit offenen Augen schaut er nach innen, nicht nach außen. Es ist eine wunderbare, nach innen gekehrte Haltung und als Zeichnung, die darüber liegt, ist es in dem Fall ein Totenkopf. Das war für mich in einer inneren Logik, denn jemand, der so schaut, sieht auch in den Tod hinein und sieht den Tod als Gegebenheit für sein Mitleiden. Und eine dritte Haltung war mir die reine Aufmerksamkeit, für die ich eine kleine Katze genommen hatte, Lothar der Kater. Die hochgespannte Aufmerksamkeit in diese Physiognomie und im Kontrast dazu diese liegende und schlafende Figur. Und aus diesen drei Haltungen versuchte ich dann Resonanz herzustellen zu meinem Publikum. Hier ist es der Embryo, der Anfang über dieser inneren Haltung des Darüberschwebens. Allein die Haltung, mit dem Kopf im Nacken in den Himmel zu schauen, ist immer eine Verbindung von kinästhetischem Erleben und visuellem Erleben. Seit so vielen Jahren immer die gleiche Haltung und immer das gleiche Bild von
immer unterschiedlichen Stellen. Das ist eine Arbeit aus der Documenta 8, Nachthimmel über einer Salzwüste. Das ist alles Salz unten. Es geht um das Erinnern der astronomischen Tiefe, die in uns immer ein Echo macht. Tiefe spürt Tiefe und Nacht spürt Nacht. Das sind Archetypen, mit denen ich sehr gerne umgehe. Die innere Landschaft, die ein innerer Himmel ist. Nachthimmel macht die Resonanz der Tiefe, die in einem selbst ist. Ich bin sicher, dass jeder, der die unendliche Tiefe im Weltraum wahrnimmt, die äußere Tiefe, bringt seine innere Tiefe in Resonanz, spürt sie dabei mit. Und Tiefe zu spüren, eigene Tiefe, ist natürlich ein Trance-Phänomen. Deshalb auch die Rolle von Hypnose in vielen meiner Vorarbeiten, dass in der Trance, die induziert wurde, ein Weg leichter zu finden ist. Also es geht darum, die Wahrnehmungsfähigkeit erstmal zu wecken, dann zum Staunen zu bringen und sagen, und dann damit in eine Tiefe zu führen, wo es anfängt, Substanz zu werden. Was man sieht, ist das, was es bedeutet. Es ist wie alle Bilder eigentlich ein Selbstporträt. Da ist eine Tiefe, die sich andeutet und in die man rein kann, und darüber ist eine Treppe als eigenes, autonomes Bildelement, als Aussage. Das ist übrigens auch eine automatische Zeichnung, die ursprünglich vielleicht so klein war, die hier eingezeichnet wurde. Das rationale Denken würde nicht einsteigen, wenn nicht eine Treppe da wäre für das rationale Denken. Aber wir sind nicht Geisel des rationalen Denkens. Wir können auch wirklich die große Sicht gelegentlich finden, die weit über das Rationale hinausgeht. Und dazu muss man das Rationale gelegentlich auf das glatte Eis führen, wo es merkt, oh, da geht gar nichts mehr. Wunderbar. Es ist ein hervorragendes und glückliches Gefühl, wenn man merkt, ich bin frei von den Zwängen des sich wichtig gebenden, rationalen. Kunst muss einen Spielraum haben, der weit in das, ich würde sagen, Transrationale geht, um es nicht Irrationale zu nennen. Transrational passt mir. Ich glaube, wir sind alle Teil des Kollektivums. Und wenn wir mit uns selbst Verbindung aufnehmen, dann stehen wir damit auch mit dem Kollektivum in Verbindung. Das ist sehr wichtig. Auch die Übereinkunft, ein Bild zu lesen oder überhaupt Aufmerksamkeit auszurichten, ist keine persönliche Entscheidung. Auch das wird mitgesteuert von unseren kollektiven Anteilen, die uns in die oder in jene Richtung neugierig werden lassen. Und die Neugierde anzusprechen, ist ja wohl eine der wichtigen Sachen des Künstlers. Wie nehme ich Kontakt auf mit meinem Publikum? Indem ich eine Neugierde oder ein Staunen erzeuge. Das sind auch die beiden Elemente, die ich immer als Werkzeug verwende. Ohne Staunen kein inneres Kind. Ohne inneres Kind keine Neugierde. Und ohne Neugierde kein Versuch, weiter in die Tiefe einzudringen. Das sind die Vorgänge, die ich mit der Kunst auslösen will. Etwas erkennen, ja, und dann dort in die Tiefe gehen. Ganz einfach dargestellt mit den Wirbeln, die Wasserwirbel sind, aber die wir alle verstehen und die bedeuten, hier geht's rein, Tiefe, Tiefe.
Vortex. Die Arbeit an dem Video war sehr umständlich, denn dazu musste ich als erstes eine Maschine bauen, die einen Wirbel macht, um den abzufilmen als Realbild. Und in dieses Realbild wurde als zweite Wahrnehmungsebene wurden unterschwellige Bilder draufgesetzt, die allesamt aus automatischen Zeichnungen abgeleitet wurden. Also es kommen Bilder aus dem Unbewussten auf als Zeichnung, werden als Lichtsignal umgewandelt und in das Video eingeblitzt, um dann im Betrachter wieder dorthin zu kommen, wo sie hergekommen sind, nämlich ins Unbewusste und dort was auch immer auszulösen. Kunst ist ein Werkzeug der Telepathie, denn mit Kunst wird ein innerer Inhalt, ein mentaler Inhalt auf Entfernung transportiert. Das heißt wörtlich Telepathie, auf die Entfernung zu fühlen. Dies ist eine telepathische Kappe, die ich als Maschine entwickelt hatte, die mein damals kleiner Sohn mit 8 Jahren sehr stolz trägt. Ein wunderschönes Bild. Diese Entspannung und dieses Hingeben, das ist auch eine telepathische Maschine. Und Kunst insgesamt ist ein Werkzeug der Telepathie. Was wäre Kunst ohne Telepathie? Nichts. Ich habe die Geräte von Franz Anton Mesmer nachgebaut. Mit dieser Magnetisiermaschine, mit diesem Mesmerisiergerät, habe ich in einer sehr frühen Phase meine ganzen Workshops aufgebaut. Das war der Einstieg in den Trance-Modus über diese Geräte. Diese Mesmer-Zube waren eine Batterie aus Flaschen, in denen destilliertes Wasser war, mit etwas Eisenfeillicht und das man mit den Händen aufladen konnte. Wenn man in den Kontakt geht und die Kontaktteile, die dazu gehören, in die Hand nimmt, hat es bei fast allen Beteiligten innerhalb kurzer Zeit eine große Entspannung und einen intensiven Tranceaufbau gebracht, der die Basis war, um damit zu beginnen, automatische Zeichnungen aufkommen zu lassen. Auch bei Mesmer hat seine Heilmethoden haben funktioniert, nur keiner konnte nachweisen, dass wirklich eine Kraft floss. Deshalb hat man ihm die Maschinen weggenommen und ihm die Therapie damit verboten, obwohl die Wirkungen waren da. Macht nichts. Bei Kunst ist es leichter. Ich therapiere nicht. Ich bin kein Therapeut. Ich spiele mit den Geräten und wenn das Spiel funktioniert, wunderbar. Frozen Dance ist ein Video, das ich 2005, 2006 realisiert habe für meine Ausstellung über Schach und Schönheit in der Tretjakow-Galerie in Moskau, das größte Museum. Das erste Mal, dass ein nicht-russischer Künstler eine Einzelausstellung dort haben konnte. Eine erstaunliche Ausstellung, die ich zusammen mit Wladimir Kramnik, dem damaligen Schachweltmeister, durchziehen konnte. Schönheit sei ihm ein wichtiges Element. Alle Partien, wo er schön spielen wollte, hätte er gewonnen. Diejenigen, wo er gewinnen wollte, hat er meist verloren. Und die Partie, in der er am meisten Schönheit empfand, war eine Blindschachpartie gegen Topalow, ohne Schachbrett und ohne Figuren. Alles tatsächlich als mentales Spiel. Und Kramnik sagte, wie aus einer tiefen Trance sei er zu sich gekommen, als der Assistent
von Topalow ihm gratulierte. Und beide waren sich einig, so viel Schönheit. Man kann an dem Bild, das dabei entsteht, das eingefroren ist, jeden einzelnen Zug nachvollziehen, auch im stehenden Bild, und wissen, wie es begonnen hat und wie es weiterführte und wo dann das Ende kam. Wenn jemand etwas Schach kennt, wird er merken, dass etwas Ungewöhnliches dabei passiert, nämlich weiß, das ist Kramnik, zieht den König quer durch das gesamte Feld, was meistens tödlich ist. Und der König ist beteiligt am Erwürgen des gegnerischen Königs. Vier automatische Zeichnungen. Zeichnungen, die unbewusst entstanden sind, eigentlich aus dem Nichts. Vielleicht sind es auch keine Zeichnungen, vielleicht erscheinen sie nur so. Vielleicht ist es so wie beim Bleigießen, dass man Monster drin sieht, Drachen oder Eichhörnchen. Aber für mich ist das hier eine schlafende Figur. Eine Linie, ohne abzusetzen. Die ganze Figur. Aus einem einzigen Strich und von ganz großer Klarheit. Zwei Füße, die sich bewegen in einer Linie, die sich überkreuzt. Eine Umstülpung. Und das eine Kommunikation zwischen zwei Kindern oder Embryonen im Verlauf einer Unendlichkeit. Das Freiheitsgefühl beginnt mit dem Wahrnehmen des Unendlichen, das hinter und in allem mitschwingt. Aus meiner Sicht ist das der Beginn der Freiheit. Und eine der Freiheiten dabei ist die Möglichkeit, sich selbst wahrzunehmen. Und dazu wird es wohl unerlässlich sein, dass man dem Denken beim Denken zuschaut und nicht dabei glaubt, man sei der Denkende. Denn ganz sicher sind wir weder der Inhalt unserer Gedanken, noch die Struktur unserer Gedanken und noch viel weniger die Kraft, die diese Gedanken bewegt. Und mit dem Ausscheiden dieser drei Möglichkeiten kommt man aus meiner Sicht der zumindest relativen Freiheit schon sehr, sehr nahe. Im Prinzip geht es immer um die Freiheit. Um die Freiheit, sich zu lösen von Denkzwängen. Ein großer Teil unseres Denkens ist konditioniert und alles andere als frei. Es kann nur relative Freiheit geben, denn ganze Freiheit ist gar nicht möglich. Wir können uns nicht einmal von der Schwerkraft befreien, aber das ist der Wunsch davon. Es ist eine Metapher. Der Wirbel ist eine Metapher. Der Wirbel ist das, was in die Tiefe bewegt, was die Oberfläche aufreißt, was zeigt, was drunter ist. Und sich dort fliegend zu bewegen, ist natürlich ein Traum. Ob ich Träume und Wünsche an die Zukunft habe? Natürlich, durchaus. Ein zentraler Traum ist, dass diese Träume und diese Wünsche nie aufhören. Dass nicht einer stehen bleibt als Zentrales, sondern dass sie ständig kommen und gehen und ich sehe, wie sie kommen und gehen und dabei den Hintergrund auch noch erkenne. Das ist mein eigentlicher Wunsch, den Hintergrund der Wünsche zu sehen.